Wir beginnen wieder mit der Basisseite, die 20 x 40,8 cm misst, machen bei 8 mm eine Falzlinie und knicken die. An diesem Streifen wird dann ein Klebeband angebracht. Dann wird das Ganze hier bei 20 cm auch nochmal geknickt und an diesem Klebeband zusammengeklebt. Ich habe mir dann im Internet eine Vorlage rausgesucht und die auf Papier übertragen. Wenn man das nicht möchte, schneidet man sich einfach ein Papier zurecht mit den Maßen 9,5 x 14,5 und falzt das Ganze bei 8 mm. In meinem Fall nehme ich das jetzt als Schablone und übertrage das auf ein Papier. So, und davon brauchen wir jetzt insgesamt 2 Stück. Das Papier wird dann bei 8 mm gefalzt und geknickt. Dann wird hier Klebeband angebracht und das Ganze wird oben und unten an unsere Basisseite geklebt. Da müssen wir darauf achten, dass die Öffnung der Basisseite rechts und links ist. Als nächstes schneiden wir uns 2 Papiere zurecht mit den Maßen 12 x 16 cm, machen wieder bei 8 mm eine Falzlinie, knicken das, befestigen dann ein doppelseitiges Klebeband daran und das Ganze wird dann rechts und links hier bündig am Rand an unsere Basisseite geklebt. Bevor wir das machen, werde ich noch hier so diese Ecken abrunden. Als nächstes werden Magnete angebracht. Ich habe schon mal Motivpapier zurechtgeschnitten, die Ränder schwarz eingefärbt und Klebeband angebracht und werde das jetzt auf die Seite kleben. So, damit ist die Vorderseite fertig und wir kommen zur Rückseite. Dann wird das Papier links bündig an unsere Basisseite geklebt und da müssen wir wieder darauf achten, dass die Öffnungen rechts und links liegen. Als nächstes werden wir diese Kante mit einem Bordürenstanzer stanzen. Dann schneiden wir ein Papier zurecht mit den Maßen 20,7 x 14,5, falzen das Ganze bei 8 mm und bringen da Klebeband an. Als nächstes werden wieder Magnete angebracht.
So, und dann wird wieder Motivpapier aufgeklebt. Für den Tag schneiden wir uns ein Papier zurecht mit den Maßen 19,5 mal 19,5, markieren uns dann eine Linie bei 0,5 cm, lassen aber in der Mitte 4 cm stehen und den Rest schneiden wir ab. So, und dann wird wieder Motivpapier aufgeklebt. So, und damit ist die zweite Seite fertig.